Ja, hi Leute. Heute haben wir die letzte Präparation für diese Staffel vor uns. Dann geht es erst im nächsten Winter nach der Insektenbörse in Frankfurt weiter. Und ja, das ist in dieser Serie, auch mit der ersten Staffel zusammen gesehen, das erste Mal, dass wir Dynastinae oder Dynastidae präparieren, Riesenkäfer bzw. Nashornkäfer. Und das hier sind nachgezüchtete Megasoma actaeon. Ein Pärchen, hier das Männchen und hier ein Weibchen, da fehlt leider die Tarse. Sind keine Riesentiere. Die Art kann bis 120 mm groß werden. Dieses Männchen hier hat knapp 82 mm. Das Weibchen hat 65. Wird relativ häufig nachgezüchtet, diese Art in Deutschland und Europa. Neben Megasoma elephas wahrscheinlich mit die am häufigsten gezüchtete Megasoma-Art. Megasoma elephas sieht man in letzter Zeit aber auch schon nur noch ziemlich selten. Actaeon noch am regelmäßigsten. Ja, Megasoma actaeon ist in mehreren südamerikanischen Ländern verbreitet und Unterarten gibt es da nicht. Ich habe allerdings verschiedene Informationen gefunden zu Synonymen. Und zwar sagen einige Quellen, die ich wohlgemerkt im Internet gefunden habe, ob die jetzt glaubwürdig sind oder nicht, dass Megasoma janus, auch mit der Unterart Ramirezorum, synonym zu Megasoma actaeon ist. Das hat mich ziemlich gewundert, war aber mehrfach zu finden. Megasoma janus ist sonst deutlich glänzender und Actaeon ist eher matt und hätte hier am Pronotum auch noch ein ausgeprägteres Horn. Also unterscheidet sich doch schon ziemlich krass. Deswegen würde ich auch erstmal davon ausgehen, dass Janus eine eigenständige Art ist. Und viel mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Ich habe Megasoma noch nie gezüchtet. Ich bin nicht so ein Riesenkäfermensch. Sehen zwar cool aus, aber die dauern mir einfach viel zu lange und fressen mir viel zu viel weg. Da habe ich mein kostbares Substrat lieber für Hirschkäfer. Okay, wir fangen jetzt mal mit dem Weibchen an, wie üblich. Und dann bis gleich. Ja, das wäre es jetzt fürs Erste, ging ziemlich schnell. Die Beine kann man da eigentlich nur ziemlich nah an den Körper anlegen
weil sie auch recht kurz sind, bis auf die Tarsen. Aber auch um Platz zu sparen, weil die an sich halt auch schon ziemlich massiv sind, die Käfer, habe ich das jetzt relativ nah an den Körper gemacht, bis auf die Vorderbeine. Ja, also keine spektakuläre Präparationskunst hier, aber ja, eine schöne Ergänzung für die Sammlung. Aktäon hatte ich noch nicht, ich habe bisher nur Megasoma elephas in der Sammlung gehabt und auch Megasoma pachecoi, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Pachecoi, wie auch immer. Naja, die trocknen jetzt für ein paar Tage und dann sehen wir uns beim Abnadeln wieder. Bis dann. Ja, okay, die Käfer haben jetzt lang genug getrocknet. Tut mir leid, dass ja, diese Folge hier jetzt verspätet kommt. War eigentlich für sonntags angedacht, kommt jetzt aber am Mittwoch, weil ich über die Ostertage viel zu tun hatte und die Käfer auch noch trocknen mussten. Ja, und dann ist es das jetzt für diese zweite Staffel meiner Präparationsserie. Aber wie ich schon öfter mal erwähnt habe, wird da mit Sicherheit auch nächsten Winter eine dritte Staffel kommen, wenn ich dann ja, auf der Insektenbörse in Frankfurt war, wenn ich es schaffe, dort dieses Jahr hinzufahren und mir dort neues Präparationsmaterial besorge und auch eben die Tiere, die bei mir im Laufe des Jahres in der Zucht sterben, ja, werden dann in der nächsten Staffel präpariert, aber Präparieren ist bei mir eher eine Beschäftigung für den Winter. Im Sommer bin ich draußen unterwegs und zeige euch, was da alles rumkrabbelt und ja, konzentriere es auch ein bisschen mehr dann wieder auf die Zuchtvideos, um euch da auf dem Laufenden zu halten. Ja, an sich nicht schlecht geworden. Ja. Riesenkäfer sind meistens recht einfach zu präparieren, recht problemlos. Wegen der kurzen Beine. Das zeige ich euch ihn noch mal hier so von der Seite. Ja, Megasoma bedeutet großer Körper. Mega ist groß und Soma ist Körper. Man sieht, denke ich, warum. Das sind schon echt massive Dinger. Ja, hier die Tarse hängt ein bisschen runter. Ist aber nicht weiter schlimm. Ja, dann habe ich jetzt auch Megasoma Aktäon in meiner Sammlung. Bin ich froh drüber. Und ja, dann ein letztes Mal vielen Dank fürs Zusehen, zumindest für diese Staffel. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar unten. Und ja, vergesst nicht zu abonnieren, wenn wir es nicht schon getan haben. Und wir sehen uns dann ja, in der nächsten Staffel oder bei den kommenden Videos, die dann am ehesten draußen oder aus meinem Zuchtkeller sind. Bis dann. Ciao.